Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach Sterne aus Metallfolie basteln könnt. Vielleicht kennt ihr diese Vintage-Sterne sogar noch aus eurer Kindheit. Früher wurde relativ viel mit dieser Alufolie gebastelt und insbesondere mit dem Basteln dieser Sterne habe ich wirklich viel Zeit verbracht. Ich finde diese 3D-Sterne auch heute noch total hübsch und sie sind so einfach zu basteln. Alles, was du dafür brauchst, ist diese Alufolie. Zur Weihnachtszeit bekommt man sie in wirklich vielen Geschäften, in Schreibwarengeschäften, aber genauso auch bei Woolworths, in Online-Shops oder in jedem Einzelhandel mit Kreativbedarf. Außerdem brauchst du einen Klebstift und eine Schere und das war's eigentlich schon. Du siehst, ich bastel mir hier meine eigene Schablone. Dafür habe ich ein Stück Pappe, ein Stück alten Versandkarton genommen und da stelle ich jetzt ein Glas drauf, um mir einen Kreis zu zeichnen. Diesen Kreis teile ich dann in mehrere Stücke, so wie ein Kuchen, und schneide jeweils ein Teilstück aus der Linie dann aus. Wenn du dir keine Schablone selber basteln möchtest, kannst du dir auch gerne die Schablone unter funkelfaden.de ausdrucken. Es empfiehlt sich aber auch dann, die Schablone auf Pappe zu übertragen. Übrigens kannst du variieren. Je mehr Einschnitte deine Pappe hat, desto mehr Zacken hat dann auch dein Stern. Beziehungsweise, je größer oder kleiner dein Kreis ist, desto größer oder kleiner wird dann auch der Stern. Meine Metallfolie sieht übrigens auch aus, als ob die noch aus meiner Kindheit ist. Die ist tatsächlich schon ein paar Jahre älter und hat einige Knicke, aber trotzdem viel zu schade zum Wegschmeißen. Also nutze ich jetzt einfach die zum Basteln. Mit einem Bleistift zeichnest du dir dann einfach deine Schablone auf die Metallfolie auf. Je nach Größe brauchst du für einen Stern mehrere, zwischen 8 und 12 Kreisen. Nun schneidest du den Kreis mit der Schere aus und schneidest auch an den Öffnungen ein. Das machst du jetzt mit der gewünschten Anzahl an Kreisen. Mein Metallfolienrest ist zweifarbig, in lila und gold. Es gibt diese Folie auch einfarbig, aber der Klassiker ist eigentlich zweifarbig. Und gerade bei diesen Sternen kann man damit auch hübsche Effekte erzielen. Du siehst, ich schneide jetzt überall einmal ein. Ich schneide keine Teile heraus, sondern wirklich nur ein. Und jetzt greife ich zu meinem Bleistift und drehe die einzelnen Elemente einmal um die Spitze des Bleistifts herum. Also erst die eine Seite herumdrehen und dann die andere Seite. Das Schöne an dieser Metallbastelfolie ist, dass man keinen Klebstift braucht, um die Ecken zu drehen. Das heißt, man kann alle Ecken einzeln einfach über die Spitze des Bleistifts drehen und sie bleiben von alleine in Form. Wie erwähnt, können diese Sterne auch Kinder problemlos mitbasteln. Man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber spätestens nach dem zweiten oder dritten Kreis hat man das dann raus. Und jetzt heißt es einfach, alle Zacken ordentlich eindrehen. Je genauer du dabei bist, desto spitzer sind dann auch deine Zacken. Wenn du einen Kreis fertig hast, nimmst du dir gleich den nächsten Kreis und rollst hier ebenfalls die Zacken um deinen Bleistift herum. So, jetzt hast du einige von den Kreisen eingerollt und Sterne gebastelt. Diese Sterne kleben wir jetzt aufeinander. Dafür klebst du sie immer jeweils versetzt übereinander. Und nun muss man die Sterne nur noch zusammenkleben. Das heißt, einmal mit dem Klebstift in die Mitte vom Stern. Du kannst natürlich auch eine andere Art von Kleber nutzen, zum Beispiel Flüssigkleber.
und dann das nächste Element aufkleben. Jetzt musst du schauen, wie viele einzelne Sterne du übereinander klebst, dass dir das Ergebnis gefällt. Du siehst, hier habe ich für einen halben Stern 5 Kreise verwendet. Solch einen halben Stern kann man nun zum Beispiel verwenden, um ihn ans Fenster zu kleben oder auch um Geschenke damit zu dekorieren. Wenn du einen ganzen Stern zum Aufhängen basteln möchtest, brauchst du 2 Hälften. Das heißt 2 mal 5 Teile in diesem Fall und die werden dann mit der Rückseite aneinander geklebt. Dazwischen legst du dann noch einen Faden. Hier habe ich einen etwas größeren Kreis genommen mit kleineren Einschnitten. Die eine Hälfte der Kreise wurde auf der lila Seite zusammengedreht, die andere auf der goldfarbenen. Nun klebe ich auch diese Sterne genau wie eben gezeigt zusammen. Da ich hier kleinere Zacken gebildet habe und dementsprechend nicht so tief eingeschnitten habe, brauche ich auch etwas mehr Sterne. Hier klebe ich jetzt mit Flüssigkleber. Beides ist möglich. Schau einfach, was du zu Hause hast. Abwechselnd setze ich einen goldfarbenen und einen lilafarbenen Stern übereinander. Achte darauf, dass die Zacken schön versetzt liegen. Ich muss sagen, ich klebe lieber mit Klebstift. Der Flüssigkleber ist doch ganz schön rutschig. Aber von der dauerhaften Haltbarkeit ist Flüssigkleber schon etwas besser. Mit einer Technik kannst du so verschiedene Sterne basteln. Sowohl große Sterne, kleine Sterne, Sterne mit vielen oder wenig Zacken. Du kannst Sterne basteln als Fensterdekoration, Sterne basteln, um Geschenke zu verschönern, Sterne für den Tannenbaum oder auch Sterne zum Aufhängen basteln. Ich hoffe, dir hat diese Anleitung zum Sternebasteln aus Metallfolie gefallen und vielleicht fühlst du dich ja ein bisschen an deine Kindheit erinnert. Hinterlass doch gerne einen Kommentar und erzähl mir, ob du diese Sterne schon einmal gebastelt hast. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das Video likest und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!